Überraschung! Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute habe ich mal wieder etwas ganz Besonderes für dich. Du verbesserst in diesem Video nicht nur dein Lese- und Hörverständnis, sondern auch deine Grammatik. Immer wieder höre ich die Frage: Julia, wie kann ich am schnellsten mein Deutsch verbessern? Und auf diese Frage habe ich eine Antwort und die nennt sich ein Semester in München. Keine Sorge, du musst nicht nach München, um Deutsch zu lernen. München kommt zu dir nach Hause. Ich habe schon vor einer ganzen Weile ein neues Projekt für dich gestartet. Und zwar das schnelle Deutschlernen mit Romanen nach der Input-Methode. So habe ich in wenigen Monaten super Spanisch gelernt und gleichzeitig Spaß dran gehabt. Warum lernt man mit Romanen viel schneller? Eigentlich logisch, denn ein Roman hat sehr viel Text. Viel mehr als jedes Lehrbuch. Und dadurch hat man natürlich noch mehr Input als mit einem normalen Text. Neue Wörter, grammatische Strukturen und Redewendungen wiederholen sich in einem Roman sehr, sehr oft. Und durch Wiederholungen lernen wir am besten. Und mit Emotionen. Und die wirst du auf jeden Fall in diesem Roman haben. Auch Kinder lernen eine Sprache mit Input. Sie hören permanent die Sprache und das sind extrem viele Wiederholungen, bis sie die Sprache können. Ich kenne kein Baby oder Kleinkind, das mit einem Grammatikbuch seine Muttersprache gelernt hat. Du? Die Input-Hypothese ist eine wissenschaftliche Theorie. Es ist also nicht nur mein Gefühl, dass viel Lesen und Hören viel hilft, sondern das ist wissenschaftlich belegt. Und aus diesem Grund habe ich meinen zweiten Roman veröffentlicht mit 30 Kapiteln in simplem Deutsch auf B1, B2-Niveau. Damit kannst du in kurzer Zeit so viel Neues lernen und das Beste ist, es ist nicht nur ein Roman zum Lesen, sondern ich habe das ganze Buch auch als Video aufgenommen mit Untertiteln und es gibt nach jedem Kapitel ein Quiz. Viele Bonuslektionen über München und ganz viel Übungsmaterial, damit du noch schneller an dein Lernziel kommst. Heute möchte ich dir das erste Kapitel vorlesen, denn die Geschichte dieser 4 Deutschlerner, die sich durch Zufall in München kennenlernen, ist wirklich schön. Sie ist einfach zu verstehen und es geht um die C1-Prüfung. Aber lass dich einfach überraschen, lehn dich zurück und genieße die erste Lektion. Alle weiteren Kapitel findest du über den Link unter diesem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Viel Spaß! Kapitel 1: James Miller. Das Klingeln des Weckers um 5 Uhr morgens war wahrscheinlich das Schlimmste, was James sich vorstellen konnte. Okay, vielleicht nicht das Allerschlimmste. Das Bellen des Nachbarhundes mitten in der Nacht war schlimmer. Er hatte schon als Kind einen leichten Schlaf und wachte deshalb von Hundegebell oder anderem Lärm meistens auf. Die Bewohner der anderen Wohnungen in seinem Block hatten entweder großes Glück oder schliefen einfach tiefer als er. Vermutlich war es James' Berufskrankheit, denn als Sicherheitsmann musste er eigentlich rund um die Uhr auf mögliche Gefahren reagieren können. Jeden Tag so früh aufzustehen war nicht ideal, aber er konnte es aushalten. Die finanzielle Entlohnung für das frühe Aufstehen war für ihn Motivation genug, es immer wieder zu tun, von Montag bis Freitag, mit einer kurzen Atempause an den Wochenenden, die immer wieder viel zu schnell vorbei waren. Er streckte seinen Arm in Richtung Nachttisch und schaltete den Wecker aus. Seine Augen waren noch geschlossen. Er drehte sich auf den Rücken, öffnete die Augen und starrte eine Weile an die Decke,
während er an seine Heimat Schottland dachte. Der 42-Jährige war vor fast 4 Jahren nach München gezogen und sah seine Familie und Freunde meistens nur an Weihnachten oder wenn sie ihn zum Oktoberfest besuchten. Mit einer kräftigen Bewegung stand der 1,94 Meter große, kräftig gebaute Schotte mit dem roten Vollbart auf und streckte sich. Wie jeden Morgen machte er zuerst einige Liegestütze, um in die Gänge zu kommen und sich auf die Arbeit vorzubereiten. Er machte sich ein reichhaltiges Frühstück mit Speck, Eiern und frischem Obst. Schließlich brauchte man für einen 10-stündigen Arbeitstag genug Energie. Sein Wohnkomplex befand sich direkt gegenüber von einem kleinen Park. Er hatte sich damals für den Münchner Stadtteil Allach entschieden, der im Nordwesten der bayerischen Landeshauptstadt lag. Dort waren die Mieten noch halbwegs bezahlbar und außerdem war es viel ruhiger als im Zentrum. Aufzuwachen und die Vögel zu beobachten, die sich in den Bäumen niederließen, war für ihn schon immer die beste Methode, um Stress abzubauen. Er durfte sich aber nicht zu lange zerstreuen, denn seine Schicht am Münchner Flughafen begann um 7 Uhr und er brauchte knapp eine halbe Stunde, um mit dem Auto dorthin zu kommen. Er genoss die morgendliche Fahrt sehr, denn sie führte ihn durch die grüne Landschaft, vorbei an Feldern und Seen und schließlich über die Isar, den größten Fluss Münchens. Wenn es etwas gab, das er am Leben in Süddeutschland am meisten schätzte, dann waren es die Natur und die wunderbare Aussicht auf die Alpen. Seine Augen würden sich nie an der Schönheit der Stadt satt sehen. So oft wie möglich ging er spazieren, am liebsten, wenn seine Familie zu Besuch kam. Sie wanderten einfach umher und bestaunten die Vielfalt der Stadt. Sein Cousin sagte einmal, dass Gott sehr großzügig war, als er München erschuf. Es war damals sein erster Besuch und seitdem kam er fast jedes Jahr zurück. James hatte ihm nahezu alle Sehenswürdigkeiten der Stadt gezeigt. Den englischen Garten, die alte Pinakothek, das Deutsche Museum und natürlich den Marienplatz. München war immer eine Reise wert. Nach einer 30-minütigen Fahrt kam James endlich am Flughafen an. Er arbeitete bei einer bekannten Fluggesellschaft, wo er für die Sicherheit der Passagiere zuständig war. Die Arbeit erfüllte ihn und er verstand sich großartig mit seinen Kollegen. Allerdings hatte er auch nach all den Jahren immer noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. »Guten Morgen, Klaus«, rief James seinem Kollegen schon von weitem zu. Klaus war für gewöhnlich die erste Person, die er im Terminal sah, denn der Bayer begann seine Schicht schon einige Stunden vor ihm. »Was gibt's Neues?« Klaus stand hinter seinem Tresen, sein Laptop vor sich. »Guten Morgen, James. Bisher alles ruhig. Mal sehen, was der Tag noch bringt.« Wie fast jeder Bayer hatte auch Klaus ein rollendes R, wenn er sprach. »Ist der Chef schon dort?« James stellte sich hinter seinen Tresen und machte den Computer an. »Was meinst du?« »Ist der Chef schon gekommen?« »Mensch, James, wie lange bist du jetzt in Deutschland? Du meinst hier am Flughafen, nicht dort. Das habe ich dir doch schon dutzende Male erklärt.« Klaus lachte zwar und er hatte seinen Kollegen sehr gern, aber seine Deutschkenntnisse waren noch lange nicht gut genug, um einen einwandfreien Job zu machen. James reagierte mit einem beschämten Grinsen. Er hätte diesen kleinen Fehler nicht schon wieder machen dürfen, aber er war auch nur ein Mensch und die deutsche Sprache war für ihn alles andere als einfach. Er schüttelte den Kopf und legte seinen Daumen auf den Fingerabdruckscanner, der an seinem Computer angeschlossen war. Er wartete, bis das kleine grüne Lämpchen am Scanner aufleuchtete, bevor er sein Passwort eingeben konnte. Nach etwa 30 Sekunden war der Vorgang abgeschlossen und James konnte sich endlich die Aufgaben für den heutigen Tag anschauen.
Gerade als er sich mit den zu erledigenden Aufgaben vertraut gemacht hatte, kam der Chef zur Tür herein. Er war freundlich und hilfsbereit, konnte aber auch ruppig sein, wenn ihn etwas störte. Das war an diesem Morgen der Fall. »Guten Morgen, die Herren.« »Guten Morgen, Chef«, sagten die beiden Mitarbeiter gleichzeitig. »James, ich muss etwas mit dir besprechen. Kannst du bitte direkt mitkommen?« Er hatte einen ernsten Gesichtsausdruck, als er sich auf den Weg in sein Büro machte. James seufzte und ging hinter seinem Chef her. Er hatte gehofft, dass er einen friedlichen Morgen erleben würde, aber das schien nicht der Fall zu sein. »Setz dich.« Sein Chef war ein Mann mittleren Alters mit einer kratzigen Stimme. Vermutlich kam sie vom Rauchen, was auch das ständige Husten erklären würde. Sein Bierbauch bewegte sich stets mit, wenn er hustete. »Mich hat schon wieder eine Beschwerde über dich erreicht. Einer der Passagiere auf dem Flug nach Buenos Aires konnte seinen kleinen Hund nicht mit in die Kabine nehmen, obwohl er extra einen Sitzplatz für ihn gebucht hatte. Er sagte, du hättest ihn nicht richtig verstanden und den Hund einfach zu den anderen Tieren in den Frachtraum geschickt. Erst nach über einer Stunde konnte das Problem gelöst werden. Der Passagier hätte fast seinen Flug verpasst. Ich erinnere mich an den Fall. Es tut mir sehr leid, aber es ist doch alles gut gegangen«, sagte James mit errötetem Gesicht. »James, so kann das nicht weitergehen. Ich habe dich damals eingestellt, weil du gute Arbeit leistest. Du hast mir versprochen, an deinem Deutsch zu arbeiten und dass es keine Kommunikationsprobleme geben würde. Ich verspreche dir, dass das nicht mehr vorkommen wird, Chef.« »Das reicht dieses Mal leider nicht. Du hast jetzt 2 Optionen. Entweder du machst bis zum Sommer die C1-Prüfung oder ich muss einen anderen Sicherheitsmitarbeiter finden, der unsere Sprache beherrscht. Der Vorstand hat das so entschieden.« James schluckte. Plötzlich stand seine gesamte Zukunft auf der Kippe. Der Posten am Flughafen war alles für ihn, und er wollte gar nicht daran denken, arbeitslos zu sein und sich etwas anderes suchen zu müssen, erst recht nicht in der teuersten Stadt Deutschlands. »Okay, Chef.« Mit wackeligen Knien stand er auf und ging zurück an seinen Arbeitsplatz. Ja, das war das erste Kapitel. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und dass du etwas gelernt hast. Schreib mir gerne einen Kommentar. Wie gesagt, wenn du mehr erfahren möchtest, klicke einfach auf den Link unter dem Video. Dort findest du auch den Roman aus Köln. Der ist noch ein bisschen einfacher zu verstehen. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Julia.